Hallo und herzlich willkommen hier auf der Couch. Hier kommen 5 Gründe, warum Telemann, nachdem er erst so erfolgreich war, so lange unterschätzt wurde. Grund Nummer 1. Telemann war zu modern. Im 18. Jahrhundert war modemäßig ja ganz schön was los. Alle gesellschaftlichen Entwicklungen spiegeln sich auch in der Musik. Vielleicht fällt die erste große Bach-Renaissance nicht zufällig in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo man sich in vermeintlicher Ruhe von den großen Umwälzungen der Französischen Revolution oder der Napoleonischen Kriege zu erholen versuchte. An Bach schätzte man nun seine Strenge und wie er scheinbar unbeirrt seinem Stil treu blieb, obwohl die Mode seiner Zeit schon ganz woanders hin unterwegs war. Man sah in ihm einen musikalischen Luther, der hier steht und nicht anders kann. Daneben und dagegen steht Telemann. Er folgte jeder Strömung, kannte alle Moden und machte sie nicht nur mit, sondern prägte sie bis ins hohe Alter. Das ist an sich total cool. Aber bei Telemann ist es ein bisschen schwierig, weil sich der Geschmack Mitte des 18. Jahrhunderts grundlegend wandelte. Das barock Durchgestylte wurde nun als überbordend empfunden. Der Trend ging zur Natürlichkeit. Das bedeutete für die Musik sanglichere Melodien, leichtere Verständlichkeit, nachvollziehbarere Harmonik. Mit einem Wort mehr Schlichtheit. Und das ist am Ende noch komplizierter, wenn man dabei Qualität behalten möchte. Telemann bediente das mit großem Genie. Stilmittel war dabei zum Beispiel die Verwendung von Elementen aus der Volksmusik. Bei Telemann waren das gerne polnische. Außerdem schrieb Telemann zuweilen für den Bedarf und das Können seines Publikums. Beides wurde ihm später als Flachheit ausgelegt. Grund Nummer 2: die Erben. Aber nicht nur im Blick der Nachwelt hatte Telemann etwas Pech. Ihm fehlte auch die musikbegeisterte Familie. Aus seiner Sicht war das ein Erfolg. Seine Söhne ergriffen angesehene Berufe wie zum Beispiel Pfarrer oder Apotheker und verblieben nicht im Musikhandwerk. Als Pfarrerssohn, durch sein Jurastudium und in seiner Position in Hamburg, gehörte Telemann ohnehin mehr zu den Akademikern. Außerdem wusste er wohl, wie schwierig es war, sich als Musiker durchzusetzen. Nur sein Enkel Georg Michael versuchte das. Er ging später als Kantor nach Riga. Was er von Telemanns Erbe übernommen hatte, ist auch heute größtenteils erhalten. Der Rest der riesigen Musikbibliothek, also Autographe, Partituren und Druckplatten, wurden unter den anderen Erben aufgeteilt. Sie sahen darin vor allem den finanziellen Wert und boten es öffentlich zum Verkauf an. Das meiste verschwand danach im Dunkel der Geschichte. Da hatte Johann Sebastian Bach und wir mehr Glück. Sein Erbe ging vor allem an Musiker. Und die konnten ermessen und wertschätzen, was sie da vor sich hatten. Von diesem Verständnis profitierte auch Telemann. Carl Philipp Emanuel Bach pflegte das musikalische Erbe seines Patenonkels Telemann als dessen Amtsnachfolger in Hamburg. Telemanns Musik stand hier noch lange auf dem Spielplan. Zum Beispiel Seliges Erwägen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts mit jährlich 5 bis 6 Aufführungen. In mancher Bibliothek ereilten aber Telemanns Noten das gleiche Schicksal wie die der Kollegen. Von Stölzels Werk ist kaum noch was übrig. Für den neuen Zeitgeschmack war die Musik zu altmodisch und nahm den Platz für moderne Werke weg. Manch Nachfolger schaffte sich diesen, indem er sich an langen Winterabenden an einem warmen Ofen wärmte. Von Telemanns Leipziger Opern sind größtenteils nur die Texthefte überliefert. Die Musik ist verschollen. Grund Nummer 3: er schrieb für sein Publikum. Telemann hatte ja einen Verlag, in dem er seine Musik und die Werke anderer verlegte. Den Film zum Verlag finden Sie hier. Um seinen Abnehmern gerecht zu werden, schrieb er Stücke, die diese gut bewältigen können. Und das waren vor allem recht professionelle Laien. Die Werke, die Telemann für den öffentlichen Raum und für Profis komponierte, waren deutlich anspruchsvoller. Sie wurden aus handgeschriebenen Stimmen musiziert. Meist gibt es also nur einmal Aufführungsmaterial dafür. Von einer Druckplatte können ungefähr 500 Exemplare abgezogen werden. Es gibt von diesen großen, anspruchsvollen Werken also deutlich weniger Exemplare und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass was verloren gegangen ist, viel höher. Grund Nummer 4: das meiste in Handschrift. Gedruckte Werke sind für uns leichter lesbar als Handschriften. Der Mensch ist ja faul. Deshalb sind uns seine gedruckten Werke besser bekannt. Grund Nummer 5: wir
sind überfordert. Durch die schiere Menge an Kompositionen waren Generationen von Musikern und Wissenschaftlern überfordert. Vielleicht auch das Publikum? 1850 wurde die Bach-Gesellschaft gegründet, um das Kantatenwerk Bachs im Druck zugänglich zu machen. Diese Gesellschaft stand im 19. Jahrhundert auf breiten bürgerlichen Füßen. Diese gesellschaftliche Akzeptanz fehlt der Telemann-Gesellschaft, zumindest über den kleinen, begeisterten Zirkel der Interessierten hinaus. Dabei machen die so eine tolle Arbeit. Und die Aufgabe ist um vieles größer. Bachs reichlich 200 Kantaten stehen über 1800 Telemann-Kantaten gegenüber. Aber die Telemann-Ausgabe wächst und das Bild wandelt sich.